Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Call of Cthulhu. Wir sind ja gerade dabei, unsere eigenen Ermittlungen als Dr. Coden durchzuführen. Und wir untersuchen gerade Irene Mrs. Sanders? Sieht aus wie eine Puppe. Okay, es ist nicht ansprechbar. Gut, da können wir jetzt gar nichts weiter machen. Was hat der hier? Doctor, please, my chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Okay, hoffentlich ist das richtig. Also, wie gesagt, wenn unsere Medizinkunde hier wird jetzt hoffentlich ein bisschen höher sein oder nicht mit unseren Werten als Pierce zusammenhängen. Hoffe ich, für die Patienten. Okay, wir gucken uns hier mal weiter um. Also, bis dass wir hier nichts verpassen. Hier, wir gehen nochmal zurück. Den haben wir gerade verarztet. Das war das Zimmer, wo wir angefangen haben, wo der erste Patient drin liegt. Kalender, wo sind wir denn hier? 1924 und zwar am 24. 25. Oktober. The answers must be hidden in Everybody Fuller's says office. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. It's What a temperamental, pest. if I understand It's correctly. so unfair. It's temperamental, if I understand correctly. Wasserversorgung hat ihre Tücken. Was sind denn das hier für Dinger? Alter Schwede. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Okay, das ist die Fuller oder irgendjemandem widersprochen hat und dafür jetzt Strafarbeiten machen muss. Okay, gut. Wo können wir hier? Ich muss erstmal mich hier zurechtfinden. Alles klar. Hier ist... Wo geht's hier hin? Ich nehme an, das ist so eine Art Umkleideraum oder Ärztezimmer vielleicht. Hier gibt es nichts zu holen. Arbeitszimmer. Die Frage ist jetzt, sehen wir das bloß oder ist er tatsächlich sie? Hier ist ein Medizinbuch, was mir jetzt nichts nutzt. Toll. Sind wir jetzt wirklich sie oder erleben wir das bloß mit? I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. Was ist denn das für eine Hexe? I have little time for you, Doctor. Mann,
You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. Okay, das ist also Fuller sein Büro. Hier. Den kann man auch nicht anquatschen. Das ist quasi das... Nee. This man, Edward Pierce. His file is incomplete. What did Fuller do to him? Edward Pierce? Aha. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And the family of Mrs. Harding is asking to see her medical file. I'll never understand why it's so hard to see patients' files around here. Rules are rules. See, with Dr. Fuller, he's in charge. Anyhow, they're still waiting, and I don't think they'll leave until they get what they want. Understood. Anything else? As a matter of fact, yes. A man has been brought up from the basement. I saw him, yes. It's always the same thing. They bring them up, without any explanation, with a multitude of self-inflicted injuries. We take care of the wounds, and then they leave. Each time, I feel like I'm sending them back to hell. Their affliction is not our responsibility. You cannot save everybody, Doctor. Das ist so eine nette Einstellung. Oh Gott, zum Glück können wir in die Schränke noch nicht rein, aber das werden wir bestimmt wieder müssen. Schade, das jetzt Dr. Colden. Gibt's hier irgendwas? Moment, ich guck mal hier noch kurz. Ja, scheinbar nicht. Okay, das ist jetzt hier sozusagen der Haupteingangsbereich. Hier ist doch unser Freund, der Polizist. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. It's a quiet little town. Days go by, steady Gut, as dann gucken wir ever. jetzt mal, was I unser wanted more Freund der for Polizist zu myself. sagen hat. Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Tell me your symptoms. I have headaches. And I can't sleep. Do you suffer from insomnia? No. Look, I don't want you to laugh at me. Ethan, if you don't trust me, then who? I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. Sie sind nur erschöpft. Es ist wie eine Erkrankung. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? We don't have any medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. Okay. Storage room. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. Ja, ist ja gut, Kollegin. Okay, das ist dieses Büro. Alles klar, jetzt kommen wir noch hier rein. The operating room is never accessible after an operation. Das ist Fuller seins, da kommen wir auch nicht rein. Boiler room. The door to the boiler room is locked. Where did I see that key? Ah, yes. The office in Block B. We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it.
once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Oh Mann. We've been waiting to be restocked for weeks. Was ist bloß mit dem Fuller los? Also Okay. The doses prescribed by Fuller are far too high. Ja, dass die Dosis zu hoch ist, haben wir ja schon bei der Sarah. Also das hat sie ja schon, oder hat Pierce ja schon über die Sarah gesagt. Watch out for the water, Doctor. Okay, auf die Toilette können wir jetzt, ne? Was gibt's hier noch? Naja, gut. Küche. Das sieht aus wie... ich sag's jetzt, ne, wie es aussieht, aber ich denke, jeder, der das sieht, kann sich denken, wie es aussieht. Widerwärtig. Patients and hospital personnel eat the same food. Ist das ekelhaft. Kann man mit den... Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry, but I don't have time for this right now. They're taking us for fools. Okay, wir gucken noch mal kurz nach dieser Patientin mit den Nierenproblemen, dann sagen wir ihnen was dazu. Ich habe die von uns schon untersucht, ich weiß, aber ich bin mir nicht mehr sicher, mit welchem Ergebnis oder was dabei rumgekommen ist. Wir gucken jetzt einfach noch mal nach ihr. Müssen den Schlüssel holen. Alles klar, okay. Diese Frau mit dem Nierenproblem, die war hier hinten. Moment. Das war sie hier, glaube ich. Wir können die Krankenakten nicht nochmal lesen? Das ist ja auch blöd. Eigentlich. So, jetzt nehmen wir uns erstmal den Schlüssel mit, ja. Genau. The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Okay, ganz offensichtlich können wir jetzt nichts mehr sagen. Ich bin mir nicht sicher, was die Patientin, finden wir hier was dazu? Das sind bloß die Hinweise, okay. Da haben wir dieses Amulett, Inventar haben wir den Schlüssel, Darkwater. Einwohner haben wir auch nichts Neues. Orte haben wir jetzt bestimmt die Klinik. Ah ne, die Bibliothek, okay, also die Buchhandlung. Ja, und mehr geht nicht. Gut. Tja, dann können wir jetzt einfach mal pauschal... Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht war. Dr. Colden? Wir haben, glaube ich, jetzt noch ganz hart erfahren, ob das gut oder schlecht war, dass ich denen das jetzt gesagt habe. Tja, Nebenziele, Donovan ablenken, Wasser abstellen, okay. Wo ist denn eigentlich jetzt der Boilerraum hier? Wir machen mal erstmal die Tür zu. So, gut, was haben wir denn hier? I can't shut this with my bare hands. I need a tool.
A Tool. Ja, ne, das kann jetzt natürlich wieder überall sein. Ja. A Tool. Was nehmen wir denn für Tool? Hier werden wir da wohl nichts finden. Ein Werkzeug. Also ich nehme an, irgendwas in Richtung einer Eisenstange oder ähnlichem. Geht's hier hin? Toilette, aber... Jawohl. Sehr gut. Da haben wir doch unser Tool. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Zu Elizabeth zurückgehen, okay. Wo ist Elizabeth? Die war in dem Badezimmer, das war ja hinten. Schreit er immer noch oder schon wieder? Ich kann ihn nicht nochmal, kann niemanden nochmal ansprechen. Gut. Dann kann ich jetzt auch nichts tun, sozusagen. So, Elizabeth. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. Okay, wird die jetzt, habe ich das jetzt richtig verstanden? Die wird die alte Hexe jetzt sozusagen zur Rede stellen, oder? Na, wir werden sehen. Mrs. Donovan? I'm busy. Elizabeth, isn't it? Yes, ma'am. But it's about the water. What now? It's off. It's not my fault. Nothing is ever your fault. I told you to control the flow, even if I know it's not your strong point. I've apologized 1,000 times. I haven't counted that many, but then unlike you, I don't have time to keep track. Please, Mrs. Donovan. I'm grateful to you for having kept me on despite that incident. I just need the water to be put back on. Otherwise, the bathroom will quickly become a nest of germs. Very well. I'll finish what I'm doing, and then I'll fix your blunders once more. Thank you, ma'am. Out of my sight. Go chatter with your colleagues. That's what you do best. Aber das ist wirklich eine richtige alte Hexe, also wirklich. Das ist doch nicht der Ernst. Geht die jetzt, oder wie ist denn das? It's temperamental, if I understand correctly. Ich kann ja jetzt da trotzdem nicht rein, solange wie die hier rumsteht. Die alte Hexe. Muss ich noch was machen vielleicht? Aber eigentlich habe ich ja das Wasser jetzt abgestellt. Ich finde mich hier in dem Krankenhaus immer noch nicht wirklich zurecht. Administration. Pharmacy, Boiler Room. Ja, das ist. Ja, das war doch jetzt hin. Wir können
hier auch nichts machen, aber wir können jetzt doch nicht einfach in das Büro reinspazieren. The operating room is never accessible after an operation. Ich glaube doch nicht, dass wir jetzt hier einfach reinspazieren können und sagen können, ach komm, wir gucken mal. So schade, dass wir die Kranken nicht ein zweites Mal untersuchen können, tatsächlich. So, die können wir anquatschen. Dr. Colden? Ah, okay. Alles klar. At last. The missing files must be hidden here. Okay, machen wir mal die Tür zu. Jetzt sind wir einfach reingestürmt. Aber sie war ja weg, die gute Frau. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ja, okay. Wir machen das jetzt aber trotzdem noch nicht, weil ich will erstmal hier kurz... Was unser Dr. Fuller hier noch so zu verbergen hat. Ob er hier noch was zu verbergen hat. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Ich studiere über das Stendhal-Syndrom. Besonders seltene Geisteskrankheit. Betroffene zeigen psychische Störungen aufgrund einer Reizüberflutung, wenn sie Kunstwerken ausgesetzt sind. Das hat sie mitgenommen. Alles klar. Na gut. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Ach so. Gut, also der... I've unlocked something. Patient files. I was right. Gespräch mit Sarah Hawkins. Okay, cool. Jetzt sollten wir aber hier auch wieder... Okay, das ist verschlossen. Ich denke, wir gehen zu der Tür raus, wo wir reingekommen sind. Und machen die danach auch wieder zu. So. Jetzt brauchen wir einen Raum mit einem Plattenspieler. Können wir die uns hier einfach so anhören? Ne, können wir nicht. Das war mir, hab ich mir schon gedacht. Wir brauchen irgendwo was Abgelegenes, denke ich. Um uns diese Files da anzuhören. Boiler Room. Irgendwas ein bisschen Abgelegenes, wo hier so ein Teil steht. Das ist alles aber nicht abgelegen. Wo können wir das abspielen? The answers must be hidden in Fuller's office. Also wir können quasi noch nicht das weiter ausgehen. Was ist hier? Alles klar. Wir müssen das Büro noch weiter durchsuchen, sehe ich gerade. Ist immer noch, irgendwas ist noch hier. Den Schrank sollten wir uns gut merken. Ich vermute mal, den werden wir noch brauchen. Dass wir das nicht wieder zumachen können. Jeder normale Mensch würde das danach wieder zumachen. Ach, wir müssen sie abspielen. Also. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. It goes without saying that these peculiar delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key.
But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Der Schuh, den wir in der Villa gefunden haben. Aber so weit sind wir offensichtlich noch nicht. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? It is fortunate that I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Of course. Sarah Hawkins is the connection. I must go back to the basement. To the basement. Na dann, gehen wir mal zum Basement. Aber, liebe Freunde, das tun wir in der nächsten Folge. Habt vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.